In diesem Video möchte ich die Temporalsätze mit wenn und als vorstellen. Temporalsätze bedeuten, dass man Sätze bildet, die über die Zeit berichten, und wenn und als werden uns dabei helfen. Viel Spaß! Im Deutschen sind wenn und als Konnektoren, die verwendet werden, um Nebensätze einzuleiten. Aber es gibt Unterschiede in der Art und Weise, wie sie verwendet werden. Lassen Sie uns den Unterschied zwischen ihnen erklären. 1. Wenn. Wenn wird in zwei Hauptfällen verwendet. Für wiederholte Ereignisse in der Vergangenheit. Für Ereignisse, die in der Gegenwart oder Zukunft stattfinden. Beispiel: Für die Gegenwart oder Zukunft. Wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Kino. Wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Kino. Beispiel: Für wiederholte Ereignisse in der Vergangenheit. Wenn wir früher Urlaub hatten, fuhren wir immer ans Meer. Wenn wir früher Urlaub hatten, fuhren wir immer ans Meer. 2. Als. Als wird nur für Ereignisse verwendet, die einmal in der Vergangenheit stattgefunden haben. Beispiel: Für ein einmaliges Ereignis in der Vergangenheit. Als ich in Deutschland war, habe ich viele neue Freunde kennengelernt. Als ich in Deutschland war, habe ich viele neue Freunde kennengelernt. Wir benutzen wenn und als, wenn wir Nebensätze einleiten wollen. Das heißt, es sind dann temporale Sätze für uns. Als benutzen wir, wenn wir über die Vergangenheit berichten wollen. Etwas ist in der Vergangenheit passiert. Als ich 10 Jahre alt war, war ich in Berlin. Als ich 10 Jahre alt war, war ich in Berlin. Wenn benutzen wir, wenn wir über die Gegenwart oder Zukunft berichten wollen. Wenn ich Hunger habe, koche ich Suppe. Wenn ich Hunger habe, koche ich Suppe. Wenn er kommt, rufe ich dich an. Wenn er kommt, rufe ich dich an. Also eigentlich beantworten wir beiden Situationen die Frage wann passiert etwas? Was ist meine Bedingung und was ist meine Folge? Das möchten wir jetzt näher kennenlernen. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich meine Freundin zum ersten Mal getroffen. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich meine Freundin zum ersten Mal getroffen. Als ich gestern einen Unfall hatte, war ich schwer verletzt. Als ich gestern einen Unfall hatte, war ich schwer verletzt. Wenn du nach Hause kommst, ruf mich an. Wenn du nach Hause kommst, ruf mich an. Immer wenn ich mit der U-Bahn fahre, finde ich nie einen Sitzplatz. Immer wenn ich mit der U-Bahn fahre, finde ich nie einen Sitzplatz. Als ich ein Kind war, habe ich gern Sandburgen gebaut. Als ich ein Kind war, habe ich gern Sandburgen gebaut. Es hat den ganzen Tag geregnet, als meine Eltern geheiratet haben. Es hat den ganzen Tag geregnet, als meine Eltern geheiratet haben.
Als ich in die Schule gekommen bin, habe ich eine Schultüte bekommen. Als ich in die Schule gekommen bin, habe ich eine Schultüte bekommen. Als ich mit dem Studium fertig war, habe ich mit Deutschlernen angefangen. Als ich mit dem Studium fertig war, habe ich mit Deutschlernen angefangen. Lasst uns zusammen üben. Wir wollen alle Deutsch lernen, aber wie kann man eine Fremdsprache lernen? Lasst uns diese Geschichte hören. Bemerken Sie die Wenn- und Als-Sätze. Es war einmal ein Junge namens Tom. Als er ein Kind war, wollte er Deutsch lernen. Wenn er abends nach Hause kam, setzte er sich an seinen Schreibtisch und öffnete sein Lehrbuch. Als er die ersten Wörter las, fand er es schwierig, sie auszusprechen. Er übte jeden Abend und mit der Zeit verbesserte sich sein Akzent. Eines Tages, als er in der Schule Deutsch hatte, wurde er aufgerufen, vor der Klasse zu sprechen. Er war nervös, aber er wusste, dass er hart gearbeitet hatte. Als er anfing zu sprechen, waren alle beeindruckt von seiner Fähigkeit, die Sprache fließend zu sprechen. Eines Tages, als er in der Schule Deutsch hatte, wurde er aufgerufen, vor der Klasse zu sprechen. Er war nervös, aber er wusste, dass er hart gearbeitet hatte. Als er anfing zu sprechen, waren alle beeindruckt von seiner Fähigkeit, die Sprache fließend zu sprechen. Als er 20 Jahre alt war, ging er nach Deutschland auf eine Sprachreise. Wenn er durch die Straßen ging, konnte er sich mit den Einheimischen unterhalten und verstand alles, was sie sagten. Als er nach Hause zurückkehrte, war er stolz auf seine Fähigkeit, Deutsch zu sprechen und beschloss, Germanistik zu studieren. Als er 20 Jahre alt war, ging er nach Deutschland auf eine Sprachreise. Wenn er durch die Straßen ging, konnte er sich mit den Einheimischen unterhalten und verstand alles, was sie sagten. Als er nach Hause zurückkehrte, war er stolz auf seine Fähigkeit, Deutsch zu sprechen und beschloss, Germanistik zu studieren. Heute lernen wir indirekte Fragen. Indirekte Fragen sind eine Art, eine Frage zu stellen, ohne sie direkt zu formulieren. Stattdessen werden sie in Form einer Aussage oder Bitte formuliert. Hier sind einige Regeln und Beispiele für indirekte Fragen. Wie spät ist es? Direkte Frage. Wie bitte? Ich möchte gern wissen, wie spät es ist. Indirekte Frage. Zusätzlich ist es wichtig zu beachten, dass bei indirekten Fragen die Satzstellung anders ist und oft das Verb am Ende steht. Indirekte Fragen werden häufig in höflichen Gesprächen verwendet, um den Ton zu mildern und respektvoller zu wirken. Wir kennen schon W-Fragen und Ja- oder Nein-Fragen. W-Fragen beginnen oft mit einem W-Wort wie zum Beispiel wie, woher, was, wann und so weiter. Ja- oder Nein-Fragen beginnen immer mit einem Verb und die Antwort ist meist Ja oder Nein. Heißt du? Kommst du aus? Ist das? Fängt der Kurs am Donnerstag an? Verb. Indirekte Fragen sind Fragen, die nicht direkt gestellt werden. 1. Verwendung von ob. Wenn du Fragen stellst, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können, verwendest du ob. Beispiel: Direkte Frage. Kommst du heute? Indirekte Frage.
Ich weiß nicht, ob du heute kommst. Ich weiß nicht, ob du heute kommst. 2. Verwendung von Fragewörtern. Wenn du Fragewörter wie wer, was, wo, wann und wie verwendest, bildest du indirekte Fragen. Beispiel: direkte Frage. Wo ist der Bahnhof? Indirekte Frage. Ich möchte wissen, wo der Bahnhof ist. Ich möchte wissen, wo der Bahnhof ist. 3. Satzstellung. In indirekten Fragen steht das Verb am Ende der Frage. Beispiel: Ich frage mich, wie er heißt. Ich frage mich, wie er heißt. 4. Kein Fragezeichen. Am Ende einer indirekten Frage steht kein Fragezeichen. Beispiel: Ich möchte wissen, wann der Film beginnt. Ich möchte wissen, wann der Film beginnt. 5. Höflichkeit. Indirekte Fragen werden oft in formellen oder höflichen Kontexten verwendet. Beispiel: Kannst du mir sagen, was du morgen machst? Kannst du mir sagen, was du morgen machst? Wie lerne ich schnell Deutsch? Ich möchte wissen, wie ich schnell Deutsch lerne. Ich möchte wissen, wie ich schnell Deutsch lerne. Indirekte Fragen sind Nebensätze, das konjugierte Verb steht am Satzende. Wie komme ich zum Bahnhof? Wie bitte? Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Wann beginnt der Deutschkurs? Darf ich fragen, wann der Deutschkurs beginnt? Darf ich fragen, wann der Deutschkurs beginnt? Kannst du gut malen? Ich frage mich, ob du gut malen kannst. Ich frage mich, ob du gut malen kannst. Wohnst du gern in der Stadt? Ich möchte wissen, ob du gern in der Stadt wohnst. Ich möchte wissen, ob du gern in der Stadt wohnst. Könnten Sie mir bitte sagen, ob die Gäste schon angekommen sind? Könnten Sie mir bitte sagen, ob die Gäste schon angekommen sind? Unser Chef möchte wissen, ob Herr Klein die Präsentation vorbereitet hat. Unser Chef möchte wissen, ob Herr Klein die Präsentation vorbereitet hat. Ich weiß nicht, wann die Besprechung anfängt. Ich weiß nicht, wann die Besprechung anfängt. Lasst uns zusammen üben. Lasst uns dieses Gespräch hören und die indirekten Fragen bemerken. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich suche ein Zimmer für eine Nacht. Guten Tag, ich suche ein Zimmer für eine Nacht.
Ich möchte wissen, ob Sie noch Verfügbarkeit haben. Ich möchte wissen, ob Sie noch Verfügbarkeit haben. Ja, gerne. Darf ich fragen, für wie viele Personen Sie das Zimmer benötigen? Ja, gerne. Darf ich fragen, für wie viele Personen Sie das Zimmer benötigen? Für mich allein. Für mich allein. Wissen Sie? Ich würde gern wissen. Ich habe vergessen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Hast du eine Idee? Können Sie mir sagen? Kannst du mich darüber informieren? Obwohl und trotzdem. 1. Obwohl. Obwohl ist eine Konjunktion, die zwei Sätze verbindet, um einen Widerspruch in den Gedanken oder Ereignissen auszudrücken. Wenn wir obwohl verwenden, zeigen wir, dass das Hauptgeschehen passiert. Obwohl ein Grund vorhanden ist, der es eigentlich verhindern könnte. Satzstruktur. Mit obwohl haben wir zwei Sätze. Hauptsatz, die Hauptaussage enthält das Hauptereignis. Nebensatz, Widerspruch beginnt mit obwohl und drückt eine Idee oder ein Ereignis aus, das im Gegensatz zur Hauptaussage steht. Im Nebensatz mit obwohl steht das Verb immer am Ende, während das Verb im Hauptsatz seine übliche Position behält. Regeln. Wenn der Nebensatz zuerst kommt, steht obwohl am Anfang, trennen wir die Sätze mit einem Komma. Beispiel: Obwohl es kalt ist, geht sie schwimmen. Obwohl es kalt ist, geht sie schwimmen. Wenn der Hauptsatz zuerst kommt, wird ein Komma vor den Nebensatz gesetzt. Beispiel: Sie geht schwimmen, obwohl es kalt ist. Sie geht schwimmen, obwohl es kalt ist. Obwohl er viel zu tun hat, hilft er mir. Obwohl er viel zu tun hat, hilft er mir. Sie lacht, obwohl sie traurig ist. Sie lacht, obwohl sie traurig ist. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Zusätzliche Hinweise. Obwohl wird oft verwendet, um eine Herausforderung oder Widerstand gegen eine bestimmte Situation auszudrücken und zeigt oft den Wunsch, etwas trotz Schwierigkeiten fortzusetzen. Die Satzstruktur mit obwohl ist flexibel, jedoch muss das Verb immer am Ende des Nebensatzes stehen. 2. Trotzdem. Trotzdem ist ein Adverb, das ebenfalls einen Widerspruch ausdrückt, jedoch die Sätze nicht direkt verbindet wie obwohl. Trotzdem gilt als indirektes Verbindungsmittel, das auf einen Widerspruch zum vorherigen Satz hinweist, ohne die Verposition im folgenden Satz zu ändern. Satzstruktur. Bei der Verwendung von trotzdem werden die beiden Sätze entweder durch ein einfaches Komma oder einen Punkt getrennt. Der Satz mit trotzdem wird oft als separater Satz geschrieben und beginnt in der Regel mit trotzdem, wobei das Verb direkt darauf folgt. Regeln. Der erste Satz ist unabhängig und trotzdem steht im zweiten Satz am Anfang. Beispiel: Es regnet. Trotzdem geht er spazieren. Es regnet.
Trotzdem geht er spazieren. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie das Buch. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie das Buch. Das Essen ist scharf. Trotzdem isst er alles. Das Essen ist scharf. Trotzdem isst er alles. Er ist krank. Trotzdem geht er zur Arbeit. Er ist krank. Trotzdem geht er zur Arbeit. Zusätzliche Hinweise. Die Verwendung von trotzdem zeigt die Haltung des Sprechers gegenüber dem vorherigen Ereignis. Zum Beispiel, wenn es regnet und dennoch jemand spazieren geht, zeigt dies vielleicht seine Entschlossenheit, diese Aktivität trotz der Umstände auszuüben. Trotzdem ist nützlich im Alltagsgespräch, um auf eine paradoxe Situation oder einen Widerstand gegen bestimmte Bedingungen hinzuweisen und ermöglicht mehr Flexibilität in der Satzgestaltung. Zusammenfassung. Obwohl wird als Konjunktion verwendet, um zwei Sätze zu verbinden und einen Widerspruch auszudrücken. Wobei das Verb am Ende des Nebensatzes steht. Häufig wird obwohl am Anfang oder in der Mitte des Satzes verwendet, um einen logischen Gegensatz zwischen zwei Ideen darzustellen. Beispiel: Obwohl es regnet, geht er spazieren. Trotzdem wird als Adverb verwendet und steht am Anfang des zweiten Satzes, wobei das Verb seine normale Position nach trotzdem behält. Das macht es flexibler und einfacher in getrennten Sätzen zu verwenden. Beispiel: Es regnet. Trotzdem geht er spazieren. Beispiele. Obwohl er Angst hat, springt er ins Wasser. Obwohl er Angst hat, springt er ins Wasser. Er hat Angst. Trotzdem springt er ins Wasser. Er hat Angst. Trotzdem springt er ins Wasser. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Das Auto ist alt. Trotzdem fährt es gut. Das Auto ist alt. Trotzdem fährt es gut. Obwohl sie viel zu tun hat, hilft sie mir. Obwohl sie viel zu tun hat, hilft sie mir. Sie hat viel zu tun. Trotzdem hilft sie mir. Sie hat viel zu tun. Trotzdem hilft sie mir. Obwohl er müde ist, arbeitet er weiter. Obwohl er müde ist, arbeitet er weiter. Er ist müde. Trotzdem arbeitet er weiter. Er ist müde. Trotzdem arbeitet er weiter. Obwohl sie krank ist, geht sie zur Schule. Obwohl sie krank ist, geht sie zur Schule. Sie ist krank. Trotzdem geht sie zur Schule. Sie ist krank. Trotzdem geht sie zur Schule. Obwohl es spät ist, bleibt er noch wach. Obwohl es spät ist, bleibt er noch wach. Es ist spät. Trotzdem bleibt er noch wach. Es ist spät. Trotzdem bleibt er noch wach. Obwohl sie nicht viel Geld hat, kauft sie das teure Kleid. Obwohl sie nicht viel Geld hat, kauft sie das teure Kleid. Sie hat nicht viel Geld. Trotzdem kauft sie das teure Kleid.
Sie hat nicht viel Geld. Trotzdem kauft sie das teure Kleid.